Baby girl, you know what it is. Alle flexen, aber keiner macht den Scheiß so wie Und überall Natur. Ist das nicht schön? Hello. Good morning, my dear. How are you? I'm fine. You sleep well? Yes. Oh, lovely. Jetzt guckt euch mal an, wenn ihr hier morgens Papayas einfach pflücken könnt. Das ist so nice. Und das sind so viele und die sind so schwer, dass der Baum eigentlich schon am Kippen ist. Deshalb musste der den stützen. Oh, guck mal. Frische Mango, frische Papaya, frische Ananas, schöner Schwarztee mit Milch. Wunderschöner Ausblick. Kann mich nicht beschweren. Köstlich, also ich habe keine Ahnung, wie gut die Mango schmeckt. Ja, lange nicht mehr so eine gute Mango gehabt. So kann ich den Tag immer starten. Wir zahlen auch so viel für diese Früchte. Und die wachsen einfach auf den Bäumen. Ich habe genug von Äpfeln, von Beeren und das ganze europäische Zeug. Das war nie meins. Ich brauche genau solche Früchte, tropische Früchte. Wow, ist die Papaya lecker. Habe ich auch gelernt, habe mir ein bisschen Zitronen drüber gemacht. Damit die tatsächlich süß aus, gibt nochmal einen ganz anderen Geschmack. Ist krass, wie das funktioniert. Die Mönche hatten mich ja eingeladen zu ihrem Tempel, zu ihrem Kloster, ob ich in der Woche nochmal hochfahre und einfach 3-4 Tage im Tempel verbringe. Nur mit mir selbst und meinen Gedanken. Weil ich noch nicht die Ruhe gefunden habe, die ich mir eigentlich erhofft habe. Auch wenn man das nicht erzwingen kann, aber ich muss dafür was tun. Deshalb will ich sehen, wie ich so in einer Woche, wie ich mich fühle nach einer Woche Strand. Ob ich mir das vorstellen kann, ob ich überhaupt wieder hoch nach Elle fahre. Ich werde definitiv nochmal in die nördliche Richtung fahren, weil ich ein paar Sachen sehen möchte, aber jetzt gerade ist mir das alles nicht so wichtig. So, the boy is ready. Ich fahre mich jetzt Richtung Strand. Ich kann es kaum abwarten, ins Wasser zu springen, ein bisschen Salz auf meiner Haut zu spüren und mich einfach mal in die Sonne zu legen. Oh mein Gott, ich habe das so gebraucht. Ich weiß, dass meine Seele das einfach so dringend braucht. Ah, what a life, what a life. All denen, die mich bis jetzt auf meiner Reise bis hierhin begleitet haben, möchte ich erstmal einen Riesendank aussprechen. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen wollt, dann drückt doch jetzt bitte den Like-Button. Leider muss ich immer noch feststellen, dass 80% der Menschen, die meine Videos gucken, dem Kanal nicht folgen. Deshalb bitte ich euch darum, jetzt dem Kanal zu folgen und die Glocke zu aktivieren. Inzwischen war ich weit im Süden des Landes gelandet und konnte es kaum abwarten, endlich ins Salzwasser zu springen. Den größten Teil meiner Expedition in Sri Lanka hatte ich in Colombo noch zusammen mit Basil erstellt. Ich war ihm wirklich sehr, sehr dankbar für all die Ratschläge und Tipps, die er mir gegeben hatte. Und trotzdem hatte ich immer wieder kleine Abweichungen auf meiner Reise und fand dadurch Orte und Plätze, die ich wahrscheinlich gar nicht gefunden hätte, wenn ich nicht auf eigene Faust agieren würde. Wer meine Episoden in Colombo verpasst hat, kann sie sich hier gerne nochmal angucken. Unfassbar schöne Landschaft. Wilde Büffel, Affen im Baum. Diese Palmen, Für mich fängt Urlaub immer erst an, wenn ich Palmen sehe. Egal wo ich war früher im Urlaub, wenn es keine Palmen gab, war es für mich auch kein Urlaub. Weiß nicht, ob das Privatgelände ist. Aber wer nicht riskiert, der nicht findet. Oh ja. Oh la la. That looks like beach to me. That fucking looks like beach to me. Das meine ich halt. So Orte findet man halt nur, wenn man sich selber auf die Socken macht und nicht irgendwo hingeht, wo alle Touristen einem empfehlen hinzugehen. Hier ist kein Mensch, Alter. Hier
ist absolut kein Mensch. Im Nachhinein hatte ich einige YouTube-Videos zu diesem Strand gefunden. Anscheinend war es ein Secret Spot, den man nicht so leicht erreichen konnte. Doch ich war mega dankbar, ihn auf eigene Faust gefunden zu haben. Denn meine Vlogs sollen in erster Linie gar nicht als Reiseführer oder Reisebegleitung dienen. Es geht vielmehr darum, Erfahrungen zu teilen und auf eigene Faust zu agieren. Erstmal Schuhe ausziehen. Und du findest nicht einen Fußabdruck, keinen menschlichen Fußabdruck. Die einzigen Fußabdrücke, die du findest, sind von Vögeln. I'm fucking blessed. I'm fucking blessed. Ihr wisst nicht, wie happy ich kann. Ich gehöre an den Strand. Ich gehöre sowas von an den Strand. Ich habe auch gemerkt, dieses kalte Wetter in Deutschland und so, das ist nichts mehr für mich. Ich habe das über 30 Jahre mitgemacht. Aber die Zeiten sind vorbei. Kilometerweiter Strand, soweit das Auge reicht. Und keine einzige Menschenseele. Ich war ganz allein an diesem Ort. Also entschloss ich mich, den größten Teil des Strandes einfach zu Fuß abzulaufen. Die Strände Sri Lankas unterschieden sich deutlich von den Stränden der Malediven. Das Wasser hatte eine tiefgrüne Farbe und auch der Wellengang war wesentlich stärker. Ich verbrachte den kompletten Vormittag am Strand und ließ einfach meine Seele baumeln. Doch ich wollte noch am selben Tag weiter Richtung Unawatuna reisen und endlich bei Selwa am Headquarter ankommen. Also packte ich meine Sachen und machte mich zurück auf dem Weg ins Casa Vacanza. Also, ich mache mich vom Acker. Ich habe ein kleines Geschenk bekommen. Hier, guckt mal. Richtig schön. Das ist viel schöner, als sich irgendwie ein Andenken selber zu kaufen. Wenn du was geschenkt kriegst, dann hast du immer eine Erinnerung daran, wo du warst. This was my house. Thank you very much. It was a beautiful time. You have a beautiful house. Hope to see you soon. You too. Say hi to your brother. See you next time. And little one. Yeah. Bye, guys. Wer vom Norden Sri Lankas Richtung südliche Küste reist, dem kann ich die Bleibe Casa Vacanza nur wärmstens ans Herz legen. Baxi macht sich vom Acker. Es geht weiter. Of course. My goodness, It's the only way to travel. it's heavy. Oh, that's why you said. I rented it in Colombo. Eine echt nice Zeit. Seht ihr mal, das Ungeplante ist immer viel, viel krasser als das, was man geplant hat. Weil das, was man geplant hat, bringt automatisch Erwartungen hervor. Und ich hätte hier locker noch eine Nacht bleiben können. Jetzt ist gerade eine holländische Familie gekommen, auch richtig sympathisch. Die Tochter lebt hier, hat aber keine Lust mehr auf die Gegend Merissa etc., weil das so touristisch ist. Da fahre ich jetzt erstmal hin. Ich werde sehen, wie es mir gefällt. Aber ja, die Reise geht weiter, ihr Lieben.
am südlichsten Punkt Sri Lankas angekommen und fuhr für circa eine Stunde einfach nur am Meer entlang. Die Berge und den Dschungel hatte ich inzwischen weit hinter mir gelassen und war nun auf dem Weg nach Unawatuna. Doch da ich etwas Hunger hatte, legte ich noch kurz einen Stopp in Mirissa ein. Welcome to Russia! Nein, Spaß, ist doch Sri Lanka. Ich habe es nach Mirissa geschafft. Unfassbar, wie voll es ist. Aber schön. Mega schöner Strand eigentlich. Jetzt gibt's erstmal Essen für den Mann. Der Mann hat Hunger, der Mann braucht Kaffee. Das Geile ist, hier gibt es immer überall Buffet. Ich habe erst gedacht, ich habe nur kleinen Hunger, dann habe ich Buffet gesehen. Jetzt wird erstmal reingehauen. Thank you, Mister. Thank you very much. Guckt euch das mal an. Okay? My name is Bandula. Bandula? Yeah. Nice to meet you, Bandula. Bandula, what's the name of the restaurant? Sunset. Sunset Suncoast. Suncoast Restaurant. in Mirissa. It is Okay, perfect, my dear. Thank you very much. Stuti. Guck mal hier. okay? I will. Essen hier direkt am Strand. Aber für mich ist das nur ein kleiner Zwischenstopp. Danach geht's direkt weiter. Ne, Sally? Nicht, Sally!